Lieber Löwe, herzlich willkommen zu deinem Mai-Taroskop. Mai 2024. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Mai gestalten möchte, was er für dich bereithält, was möglich ist, was aber jedoch auch eventuell am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Alles energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Lala, schaut an, schaut an. Nehmen wir die doch gleich. Der Löwe im Mai. Wow. Du hast 5 Themenkarten. Lieber Löwe, im Mai fällt dir etwas sehr, sehr schwer. Es ist, als würdest du irgendetwas bis hier oben hin haben. Unmut, Unlust, auch vielleicht Langeweile, weil du dich nicht mehr gefordert fühlst. Du siehst keinen Sinn mehr darin. Vollkommene Motivationslosigkeit. Gut möglich, dass du mit einem Vorgesetzten zu tun hast, Auftraggeber, beziehungsweise jemandem, der, wie sagt man, launisch ist. Vor allem dann, wenn Vollmond ist. Dies äußert sich bei dir gut möglich in Launenhaftigkeit. Das heißt, du hast die innerliche Achterbahn, an einem Tag geht's, am anderen Tag ist wieder alles grauenvoll. Und dann ist da noch diese Nervensäge. Ich denke, im Mai, 13. Mai höre ich, entweder du triffst eine Entscheidung, beziehungsweise du machst Tabula Rasa. Die totale Apokalypse. In deinem Leben, in dir oder im Außen. Du möchtest grundsätzlich etwas komplett verändern und gut möglich, dass du dies herausbrüllst. Kann nicht nur im Beruflichen sein oder zwischenmenschlichen unter Freunden, Familie, kann selbstverständlich auch in der Partnerschaft sein. Wenn man von etwas schon so mega genervt ist seit längerem, du kannst dich nicht mehr zügeln. Doch, lieber Widder, Widder, warum sage ich Widder? Vielleicht bist du mit einem Widder verbunden. Das sind immer die freudschen Versprecher, die ich ab und zu habe. Ich denke, du hast das wirklich bis hier oben hin voll, weil ich kriege jetzt auch noch eine leicht verstopfte Nase. Vielleicht kriegst du einen sommerlichen Schnupfen, ich weiß es nicht, oder ist es schlichtweg so nach dem Motto, ich habe die Schnauze voll, und zwar gestrichen voll. Oder du hast eine Allergie auf irgendwelche Pollen und Samen. Die mich kennen, wissen, ich reagiere immer sehr stark körperlich auf die Energien, die ich gerade lese. So, lieber Löwe, du findest Rückhalt im Rückzug zu einem ganz bestimmten Menschen, zu dem du dich sehr, sehr verbunden fühlst. Ein Kuss wird sehr, sehr ausschlaggebend und dieser Kuss verfolgt dich auf irgendeine Art und Weise. Doch der Mai hat auch seine äußerst positiven Seiten, denn sie sagen, in der Dramatik, die du empfindest, die du siehst bezüglich einer ganz bestimmten Situation, findest du jedoch immer wieder auch den Sinn für Humor. Eine richtige Partykanone. Gut, schauen wir uns die Hauptenergie von dir an, die dich im Mai begleiten wird. Die Hauptenergie für den Löwen. Ja, schau.
Du bist in deiner Energie. Die Sonne, lieber Löwe. Ende gut, alles gut, du weißt. Wisse, im Mai, alles, was du als störend empfindest, negativ empfindest, die Veränderungen, die du herbeirufen möchtest, das, was vom Außen auf dich zukommt, wie auch immer, es relativiert sich alles mit der Sonne als Hauptenergie. Und eben, wie gesagt, dein Sinn für Humor, in jeder Situation mag sie auch noch so schräg sein, du findest trotzdem immer das Positive an bestimmten Situationen. Und das ist auch gut so. Denn alles hat eine positive und eine weniger positive Seite. Sie sagen, mit 3 Menschen findest du extreme Leichtigkeit. Gut möglich, dass ihr am Wochenende, ich bin etwas kurzatmig jetzt, Sie sagen, ein Löwe leidet unter Asthma, hat einen Asthmaanfall. Auch Vorsicht davor, seid vorbereitet, geht immer schön zum Arzt, lasst euch von diesem behandeln und lasst euch die richtigen Mittel verschreiben. Ihr merkt schon, ganz plötzlich, Sie sagen, am 18. Mai, meine Karten sind wieder vollkommen durcheinander, am 18. Mai hast du eine Situation, ein roter Drache, was auch immer das für dich bedeuten mag. Gehen wir in die Details. Ja, schau her, du. Anfang Mai ist echt mega, mega heavy. Gut möglich, dass diese Situation, diese Phase für dich bis eben zum 18. Mai anhält. Jetzt kriege ich doch Reizhusten. Also, lieber Löwe, im Mai fährt's dir ein, doch sieh es nicht als oh mein Gott, sondern wisse damit umzugehen. Nutze die Informationen, die hier für dich durchkommen, damit du weißt, worum es geht, worauf zu achten ist. So, ich denke, du musst dich kümmern, und zwar um jemanden, dem es nicht gut geht, der auf dich angewiesen ist, und das beginnt dich zu belasten. Gut möglich auch, dass du materiell etwas herausfindest, was nicht so ist, wie man es dir gesagt hat, beziehungsweise es kann auch mit dem Beruflichen zusammenhängen, dass du auf eine Gehaltserhöhung gewartet hast, eine Beförderung, was auch immer, und du wirst vertröstet. Ja, und dann, lieber Löwe, dann Tabula rasa. Mit dir ist nicht zu spaßen im Mai. Es geht um leere Versprechungen, die du, keiner von uns, aber die du wirklich in keinster Weise tolerierst. Also, für alle Crosswatcher, gibt keine leeren Versprechungen an den Löwen, denn dieser wird zurückbrüllen. Dann geht es um weitere 4 Menschen, inklusive dir 5. Du möchtest mehr Zeit verbringen, gemeinsame Zeit, beziehungsweise die gemeinsame Zeit anders nutzen. Es geht auch um materielle Verpflichtungen. Auch dort schaust du mal summa summarum unterm Strich gesehen. Und lieber Löwe, nimm dir eine Auszeit. Ja, du möchtest gewisse Dinge gleich beräumen. Du möchtest nicht lange um den heißen Brei reden. Du möchtest nicht lange drum herum fackeln. Du möchtest es sofort auf den Punkt bringen und mit der Faust auf den Tisch. Du möchtest sofortige Veränderung. Und es ist ja auch egal, lieber Löwe, ganz Löwe untypisch, in welche Situation du dich da bewegst. Gut möglich, dass manche Löwen sogar so cholerisch sind, dass sie ihre komplette Sicherheit aufs Spiel setzen. Also Vorsicht, lieber Löwe.
Mit dir ist nicht zu spaßen. Tief durchatmen im Mai, ganz tief durchatmen und schlaf lieber eine Woche darüber, bevor du eine Kurzschlussentscheidung triffst. Dann Himbeeren werden ausschlaggebend. Himbeermarmelade, Himbeerbonbons, Himbeereis, was auch immer, oder die Frucht an sich, Himbeeren. Du wirst auf einen Leichtzinsfehler aufmerksam gemacht, beziehungsweise du machst jemanden auf einen Fehler aufmerksam. Doch im Endeffekt ist dieser Fehler gar kein Fehler, denn er bringt Gutes ans Tageslicht. Ja, und wenn du dann ein Machtwort sprichst, Tabula rasa, lieber Löwe, du bist nicht verbunden, es ist wirklich, du siehst schwarz, du siehst rot, wie auch immer. Cool down, cool down. Und dann kommt der Widder, vollkommen unausgeglichen. Und sieht es gar nicht ein, warum er sich unterordnen soll. Ei. Wir machen weiter im Extended. Ich hoffe, es geht etwas ruhiger weiter, denn wir haben hier schließlich die Sonne. Doch wisse, wenn etwas auseinanderreißt, wenn etwas wackelt, wenn etwas auseinanderfällt, ist es vielleicht dazu da, dass es an den richtigen Platz fällt und es so kommt, wie es gehört. Wir machen weiter im Extended, lieber Löwe. Wir warten dort auf dich. Wir freuen uns. Bis gleich. Ciao.